Einen wunderschönen guten Tag mal wieder hier vom Verkehrssicherheitszentrum in Olpe. Hier hinter mir steht mein C63 und heute gibt's den ultimativen Test. V8 gegen V8, C63 gegen C63 gegen BMW M3 E92 und drin sitzt jetzt nicht mehr der Franz Simon. Wird Zeit, dass wir auch mal wieder ein Video zusammen machen. Den hier. Franz hat sein Projektauto jetzt so fast fertig. Ja, ein bisschen fehlt noch, aber ist schon sehr viel passiert auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr viel passiert. Also sind so quasi von uns beiden ja die Projektautos und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, mal so diesen ultimativen V8-Test zu machen. Absolut. Ich meine, die Autos sind ja generell sowieso die Gegner eigentlich, ne, gegeneinander. C63, W204, E92, M3, beides V8, aber zwei komplett verschiedene Welten. Ja, und lustigerweise stand ja auch der bei mir zur Auswahl. Also richtig. Ich war erst am Überlegen, ob C63 oder M3, es ist dann doch der C63 geworden und dann dafür bei Franz der E92 M3, ganz genau. M3. Heute werden wir mal ein paar Vergleiche machen. Mal gucken, wie will it drift, ne? Wie driften die beiden Autos so? Ich glaube, da haben wir gerade schon gesehen bei dir. Wie klingen die beiden Autos? Ist ja auch interessant. Ja, ne? Soundcheck auf jeden Fall. Soundcheck und generell mal so ein bisschen. Ich meine, du kannst ja mal meinen fahren. Gucken, was Auf das jeden hält. Fall. Meine Karre kennen ja schon die meisten, aber zeige ich euch gleich nochmal im Kurzformat. Erst einmal zeigst du mal, was du hier hast so machen lassen, weil so richtig original ist der ja nicht mehr. Eigentlich ja nicht machen lassen, sondern selber gemacht. Du machst das ja selber. Ganz genau, wir machen das selber und das ist ein E92 M3 BMW, 2009er Baujahr, DKG Schaltgetriebe. Ich habe den wirklich sehr, sehr günstig geschossen, war auch in einem sehr schlechten Zustand. Was heißt sehr günstig? Darf ich gar nicht verraten. Für einen Euro? Nee, so günstig nicht, aber wirklich weit unter 20 tatsächlich. Aber ich habe noch blind im Ausland gekauft. Okay, das ist echt günstig. Also ich hatte ja mal, als ich nach den beiden gesucht habe, also ich habe nichts Gescheites gefunden unter 30, 35. Nee, wenn man was Gescheites haben will, muss man auf jeden Fall 30 ausgeben. Ich wollte aber was ich aufbauen kann und der hat auch viel gelaufen, 188.000 Kilometer. Ich wollte ihn so Step by Step ein bisschen aufbauen, ein bisschen schön machen und auch ein paar Veränderungen machen in dem Auto, was halt für mich als Spaßmobil gelten sollte. Die Folie, die ist noch die alte, der ist eigentlich auch normalerweise schwarz, aber der ist halt mattschwarz foliert. Ultra schlecht foliert. Die war schon drauf. Die war schon drauf, schlecht foliert, scheiß Folie, kommt auch runter, das mache ich aber als allerletztes. Ansonsten im Bierstein B16 EDC Gewindefahrwerk ist drin. Warum mit EDC? Dass man weiter mit dem Knopf benutzen kann für das Fahrwerk. Ne? Von der Höhe ist das alles mit TÜV, alles so eingetragen. Interieur ist eigentlich viel passiert. Ne? Wir können mal gleich mal draußen gucken, was da gemacht wurde. Innenleben ist so ein bisschen Clubsportmäßig umgebaut worden. Also Recaro Pole Position, wie ich das Überrollbügel ist drin, auch Clubsport. Hinten noch so ein Netz von Stern Performance Parts haben wir gemacht. Ein paar Lederarbeiten von der TEF Parts Performance heißen die übrigens. Die haben das Lenkrad gemacht und die Mittelkonsole. Ein paar Sachen müssen noch gemacht werden, Türpappen und so weiter und so fort. Also hinten hast du erstmal alles rausgebaut. Hinten alles raus, dann wieder genau. Käfig rein. So die sieht's Anschnallgurte sind echt cool. Genau, die haben wir auch, die gibt es bei Autokorrektur übrigens. Die gibt es in allen Farben, die man so haben möchte. Und wie man schon sehen kann, das Thema ist so ein bisschen schwarz-gold momentan. Ich muss das Lenkrad noch zeigen, das sieht nämlich auch mega cool aus. Ja, genau, so sieht es halt aus. Ne? Mit Carbon, Alcantara mit dabei, ist wirklich sehr gut geworden. Auch die Mittelkonsole hier, Alcantara. Auch Alcantara, genau. Ne? Das sieht ja schon echt schick aus. Innen ist einiges passiert, von außen muss er noch ein bisschen was haben. Frontspoiler GT4, Heckspügel GTS. Kennen Sie schon die neuen Heckspügel bei Simon Motorsport? Vom BMW. Ein bisschen was ist passiert, aber ja, Räder fehlen noch. Und ja, ein Kompressor wird auch noch drauf geschnallt. Und dann gucken wir mal. Lagerschalen, für die jetzt zugucken, die E92 M3 haben. Lagerschalen war das erste, was ich gemacht habe an dem Auto. Und ja. Was auch der Grund war, warum ich mich am Ende tatsächlich dann doch für den Mercedes entschieden habe, weil ich einfach echt Angst hatte, dass mir so ein E92 dann doch kaputt geht. Franz kennt sich ja aus. Und dann wird es teuer. Genau, Franz kennt sich ja aus, der kann ja alles selber reparieren. Übrigens, ich verlinke hier unten drunter mal seine Firma Simon Motorsport, für alle, die sich so ein bisschen für Leistungssteigerung und Tuning und alles so interessieren. Deswegen, wenn man sich selber damit auskennt, dann macht so ein Auto Sinn. Ich kenne mich ja mit der Technik nicht aus, mit Schrauberei und so, deswegen ist es dann doch eher der stabilere C63 geworden. 6.2er, der stabilere 6.2er geworden. Nee, aber die Dinger, davon machen wir halt auch viel von den Autos, auch Leistungssteigerungen und viele Umbauten und die Dinger sind wirklich bulletproof. Ne? Also die gehen nicht kaputt, die halten. Das der stimmt. Sound, einfach nur geil. Ja, ich würde mal sagen, schmeiß mal an hier. Ich glaube, die Leute wollen mal hören. Ja, Sound ist auch nicht ganz original, wird aber noch geändert.
Das war auch vorher Mal schon die gemacht. Frage, was ist original? Nee, das war auch schon vom Vorbesitzer gemacht. Was genau gemacht wurde, weiß ich nicht 100% genau, aber ich habe schon eine Abgasanlage dafür bestellt. Und Okay, also den Sound hast du jetzt selber noch nicht gemacht. Aber der klingt ganz gut, ehrlich Ja. Ja, Okay, ne? ja, finde ich gut. Klingt mir persönlich ein klein wenig zu blechern. Zu was? Zu blechern. Ja. Der klingt mir nicht dumpf genug. Und deswegen haben wir die Abgasanlage werden wir auf jeden Fall tauschen. Aber ich finde, der klingt gut. Also ist noch nicht fertig dein Projekt, aber sieht schon mal so ganz gut aus. Hast du schon eine Idee für eine Folie? Ja, habe ich auch schon bestellt, die Folie. Okay, aber wirst du wahrscheinlich noch nicht verraten. Nee, noch Gibt's nicht. dann bei Franz auf dem Kanal zu sehen. Ganz genau. Den verlinke ich übrigens auch hier. Ganz genau, bei mir auf YouTube. So ganz fair ist der Test natürlich nicht, weil wir hier ein absolutes Serienfahrzeug, wo alles wirklich Serie dran ist, bis auf die Folie natürlich, gegen ein schon umgebautes Fahrzeug hier und abgestimmtes Fahrzeug haben. Aber trotzdem kann man ja einfach mal Optik, Innenraum, Absolut. Sound. Okay, dein Sound ist ja auch nicht mehr so ganz original, meiner Ganz ist noch genau. original. E219 M3 hat am Werk schon Sperrdiff drin. Das Ja. geht halt ganz gut. Ansonsten, wie Was gesagt, Farbe meiner ist geändert, aber sonst. Leider nicht hat. Ja. Ja, 31 ich habe Paket. leider genau nicht das Performance-Paket drin, Genau. aber Driften. Ich meine, wir haben ja heute hier nassen Untergrund. Vielleicht mal kurz zur Erklärung, was ist das P31? Also P31 P30, ja. Performance Package heißt halt Sperrdifferential. Anstatt 457 PS 487 PS. Gut, das ist jetzt, das merkt man wahrscheinlich am Ende eh nicht so, aber Ja, ein bisschen, ja, geht, weil du hast halt dann die SLS-Kolben im Pleuel Ja. drin vom M159 Motor. Okay. Aber was da noch, Bremse ist, eine größere Bremse drauf mit roten Bremsbecken. genau, also das erkennt man Bremssättel? eigentlich optisch nur an den roten Bremssätteln. Und an der Carbon-Abrissskante, die normal noch drauf ist. Ja gut, die lassen ja viele noch im Genau. Nachhinein. Genau. Aber die Bremse ist eigentlich das, ja. was man eigentlich Ja. sieht. Im Innenraum das Lenkrad mit Alcantara an der Seite. Da erkennt man halt. Ja. Und wie gesagt, Sperrdifferential, vielleicht mal kurz vom Profi noch erklärt. Was ist jetzt der Unterschied, wenn man es hat und wenn man es nicht hat? Ja, wenn man es nicht hat, dann dreht sich das innenliegende Rad, dreht sich das außenliegende nicht. Ja, es dreht sich immer ein bisschen schneller. Das heißt, das Differential ist offen und nicht verbunden miteinander. Hier, ich glaube, original E219 M3, ich glaube, bis zu 70% Sperre ist da, glaube ich, drin. Aber ich weiß nicht genau. Da kann man halt unter anderem besser mit driften. Ja, man hat halt mehr Traktion, man kriegt Traktion besser auf die Straße. Bei deinem zum Beispiel, wenn wir jetzt im Kreis fahren würden, dann wird sich das innere Rad drehen und das äußere entweder viel langsamer, aber wahrscheinlich gar nicht. Ja, das merke ich auch schon, gerade je trockener der Untergrund ist, umso schwieriger ist es dann. Genau. Haben mir auch viele Follower, die den fahren, ohne das Genau. Performance-Paket auch gesagt, dass es dann doch schon schwieriger ist, sobald je mehr Grip ist, Genau. umso schwieriger wird es. Trotzdem kriegt man noch quer, aber ich denke, das wird mit deinem E92 besser gehen. Aber das werden wir jetzt mal austesten. Genau. Ne? Also Ihr es wollt ist ja auch auch- ein bisschen was sehen hier. Wird auch auf nasser Fahrbahn schwieriger sein, den C63 schwer zu kriegen mit dem offenen Diff. Gucken wir mal. Ich probiere es einfach mal. Absolut. Und du auch. Vielleicht. Und jetzt hier nochmal der direkte Soundvergleich. Fangen wir mal an nochmal mit dem BMW. Ja gut, der klingt schon echt richtig schön laut und knattert. Jetzt nochmal der C63. Obwohl, wenn ich jetzt so hinter dem Wagen stehe, also der C63 ist auch ordentlich laut. Der Franz sagt gerade, der klingt auch nicht Serie, obwohl ich der festen Überzeugung bin, dass das alles so weit Serie ist. Also ich habe nichts dran machen lassen. Ja, aber ich muss sagen, ich könnte mich jetzt gar nicht entscheiden, soundtechnisch. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Welcher Wagen klingt für euch besser? C63 oder BMW M3? Bevor es jetzt hier mit ein bisschen Fahr- und Drift-Action losgeht, dachte ich mir, machen wir auch noch so einen kleinen Interieurvergleich bei den beiden Fahrzeugen. Beides sind ja Coupés. Kofferraummäßig ist hier beim C63 wirklich sehr viel Platz. Also das sieht auf dem Video nach weniger aus, als es eigentlich ist. Beim E92, ich hatte ja auch damals einen E92, nur nicht den M3. Okay. Einen ganz normalen 320. Aber der hat ja eigentlich auch einen sehr weiten Kofferraum. Da sieht man mal, es geht richtig weit rein hier. Der ist groß, der Kofferraum, ne? Ja. Muss man sagen. So, ich habe jetzt hier nochmal beide Interieuره nebeneinander. Schreibt gerne mal, was findet ihr besser, so von der ganzen Form und Optik. BMW M3 E92 oder
C63 C204. So, was ist jetzt der Plan? Du hast ein Hütchen aufgestellt. Oh, ja, ich habe Hütchen. Mann, Call in Action. Ich habe ein Hütchen aufgestellt. Wir werden einfach mal um das Hütchen rumdriften. Wir werden uns von außen rantasten, also einmal driften erstmal. Und dann werden wir versuchen, die Schnauze von dem Wagen wirklich ans Hütchen dran zu stellen und dann so nah wie möglich dran rumzudriften. Okay. Das versuchen wir bei den Autos. Ja, würde ich sagen, fängst du einfach an. Soll ich anfangen? Ja. Fang ich mit dem Reihen. Passt das? Gut. Das sah doch schon mal ganz gut aus. Genau, also im ersten Gang dann halt am Hütchen vorbei. Dadurch, dass ich auch ein DKG habe, kannst du halt schlecht Klatsch kriegen und so. Ja, da qualmt's ordentlich, guck mal hier. Also das so ungefähr soll es dann aussehen. Okay, ja. Probier du mal. Ich probiere mal. Alles klar. Ich habe kalte Hände. Frag mich muss mal. Ich erstmal aufwärmen. Da sieht man das Differential, ne? So, und jetzt hättest du ein Sperrdifferential gebrauchen können, ne? Da merkst du ganz klar, wie der einfach jetzt viel zu viel Grip hat und einfach nicht über eine Seite jetzt schiebt. So sieht's aus. Da ist das eigentlich mehr das Auto schuld und nicht die Sophia. Die lacht sich kaputt im Auto. So. Erstmal geschafft, die Karre abzuwürgen. Ja, ich wollte gerade sagen, wie geht das? Weiß ich nicht. Automatik. Ist einfach ausgegangen. Also es ist, du kannst es gerne auch mal probieren. Alles klar. Also soundtechnisch geht da schon gut was, ne? Der C63 klingt schon sehr gut, muss man sagen. Aber da merkt ihr halt leider, ne? Ist ein guter Vergleich, auch Sperrdiff, kein Sperrdiff, ne? Weil, ihr habt gerade gesehen, die Sophia gibt Gas. Das innere Rad dreht sich, das äußere, also das innere Rad dreht durch und das äußere Rad dreht halt nicht durch. Ne? Weil das Differential halt offen ist. Die ganze Zeit, permanent geöffnet. So. Du brauchst schon einen richtig ordentlichen, rutschigen Untergrund auf Schnee und so weiter. Aber du siehst sogar jetzt hier, ich meine gut, ich habe brandneue Winterreifen drauf, der hat einfach viel zu viel Grip. Ja. Ich habe es auch gerade gesagt, ich habe ein bisschen moderiert, dass das Drift die ganze Zeit geöffnet ist. Und ja. Das innere Rad dreht durch, das äußere Rad nicht. Ich probiere es mal, aber ich werde es auch nicht hinkriegen. Ja. Heck kommt. Na, wenn er einmal quer geht, dann... Du merkst, du kannst den Drift nicht halten mit dem Wagen. Also Heck kommen, einmal umdrehen ist möglich, aber den Drift zu halten, wenn es jetzt nicht wirklich irgendwie auf Schnee oder irgendwie so ist, ist bei dem Wagen einfach mit dem ohne Performance-Paket, würde ich sagen, fast nicht machbar. Wenn sogar der Franz das nicht hinbekommt. Ich finde, wir sollten ja nicht weiter quälen. Du kannst das gleich mal beim 3 probieren. So, also Sophia, wir haben ein Problemchen, weil mein Sitz ist fest und ich bin auch nicht gerade der Größte eigentlich, aber die Sophia muss... Ich bin immer die Kleinste, was das angeht. Genau. Ich muss Hätte ich das gewusst, hätte ich den Kissen mitgebracht. Das Problem ist jetzt natürlich, die Sitzposition ist für mich echt nicht so toll. Aber egal, ich muss ja hier keinen Straßenrand sehen, aber ich sitze natürlich viel zu weit weg vom Lenkrad, ne? Ja, so sollte man... Kann ich den noch? Den kann Ja, ich warte mal kurz, genau, runter. Ja, guck mal, so. das ist schon mal Ein bisschen besser, oder? Immerhin ein bisschen. Ach, das sollte klappen. Alles klar? Probier das mal. Lass das Auto ganz, wenn es irgendwie geht, ja? Du bist die Erste, die das Auto fährt. Oh, was für eine Ehre. Ja, dann mal los. Steht dir aber sehr gut, muss ich sagen. Ich passt schon besser wie der C63. Oder? Schreibt in die Kommentare. Der E92 war früher mein absolutes Lieblingsauto. Ja. Du siehst doch richtig nach Palaver aus, finde ich da drin. Nach was? Nach Palaver, nach Ärger. Sachte, sachte. Weniger. Das geht mit deutlich weniger noch bei dem.
gedauert, ne? Ich muss natürlich immer erst mit einem Auto warm werden, ne? Aber muss ich sagen, hast du sehr gut gemacht. Danke. Leute, guck mal hier, Blondchen im M3. Aber wirklich, sieht gut aus. So, dann geht's weiter, wa? Der klingt aber auch mal gut. Ja, also ich würde sagen, C63 ohne Performance-Paket hat, was Driften angeht, komplett abgelost. Heute leider ja. Ja, V8-Vergleich. Ich meine, gut, es war jetzt ein bisschen unfairer Vergleich. Eigentlich hätten wir einen, wenn wir einen Ja. mit Sperrdiff gehabt hätten, wäre es anders gewesen. Auf jeden Ja, Fall. du bist ja schon einige gefahren, von daher vertrauen wir einfach mal darauf, wenn Franz sagt, dass es dann besser geht. 100%ig. Trotz alledem muss ich sagen, wenn man die jetzt beide mal abgesehen vom Driften, da hat definitiv ganz klar der E92 jetzt hier in dem Fall gewonnen, weil Du hast das ja auch gut gemacht mit dem Auto, ne? ey, also der macht auch echt krass viel Die Spaß. sind dafür gemacht, also gerade, Ja. also BMW M, man sagt immer, BMW M ist ein bisschen Querdynamik und AMG ist halt Längsdynamik, ne? Und dafür sind die Autos halt einfach unterschiedlich gebaut. Das ist halt ein German Muscle Car und ein M3 ist halt einfach so ein bisschen mehr für Rennstrecke und mehr Spaß haben noch, finde ich. Soundtechnisch würde ich sagen, stehen sie beide gleich auf. Finde ich auch. Also da finde ich, gibt es jetzt keinen, wo ich sage, der klingt besser. Der knattert so ein bisschen mehr, der blubbert so ein bisschen genau, mehr, hat ja. beides so ein bisschen was Feines irgendwo. Absolut. Optisch muss ich sagen, finde ich auch beide gleich auf. Ist Gefallen mir absolut beide Geschmackssache. sehr gut. ist Geschmackssache, glaube ich. Also ich glaube, dem M3 gefällt kein C63, umgekehrt auch nicht. Mir gefallen beide. Mir auch. Aber normalerweise der typische M3-Fahrer, glaube ich, der ist kein C63-Fan und umgekehrt genauso, glaube ich. Es gibt die BMW-Fans, es gibt die Genau. Mercedes-Fans. Mir gefallen sie auch beide. Sie standen ja auch beide auf meiner Liste. Absolut. Fahren sich beide sehr schön, so im Alltag auch, muss ich sagen. Absolut. Ein kleines Kriterium, was ich bei BMW sehe, ist einfach, gerade bei den E92er M3, dass die halt doch immer noch viel so kaputt gehen. Problemchen, genau, ja, das auf jeden Fall. Da würde ich sagen, hat der dann doch immer noch so die stabilere Technik. 100%. Dafür kann der jetzt halt hier besser driften, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Mich oder uns würde mal interessieren, wie findet ihr die beiden Fahrzeuge? Seid ihr eher BMW M3 oder C63 Fans? Und was sagt ihr auch so zum Vergleich Interieur, Sound? Schreibt gerne mal alles in die Kommentare. Ich verlinke den Franz hier unten auch nochmal, damit ihr alle seine Social Media Kanäle findet. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Franz Kanal zu abonnieren und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao!